Stell dir vor, du fährst nach Prag, um dir die Ausstellung Fashion and Fantasy anzuschauen. Eine Ausstellung der Kostüme aus der Serie Das Rad der Zeit. Und plötzlich triffst du dort die Darstellerin von Elaine Trakand, Kira Coveney, den Producer der Serie, Holger Reibiger, die Kostümdesignerin selbst, Sharon Gillam, und dann noch den Darsteller von Ruag, Björn Landberg. Ist er das? Dann noch den Darsteller von Maxim, Taylor Napier. Und wie läuft es? Wir sterben hier alle. Den Senbui-Schauspieler Gregory Gatchen. Mit einem 2-Flüsse-Langbogen halte ich euch die ganze Nacht die Stellung. Ihr denkt, ihr beherrscht einen Langbogen? Guy Roberts, der Uno gespielt hat. Und dann auch noch den Showrunner Rev Judkins. Und du jetzt vielleicht so, ja, voll krass, aber hast du Rev Judkins gefragt, warum die Serie wirklich abgesetzt worden ist? Warum war die Serie so, wie sie war? Tief durchatmen, Schritt für Schritt. Doch zuallererst, wie immer, seid gegrüßt, meine lieben Fantasy-Berauschten. Ich bin es, euer Peter. Und das Rad der Zeit dreht sich weiter hier mindestens auf Medienberauscht. Ja, da lacht er. Ich nehme euch heute mit auf meine Reise nach Prag. Ich habe so einiges über die Produktion der Serie erfahren und auch über die Arbeit an den Kostümen. Ich selbst und ihr in den Kommentaren haben ja die Serie für die Drehbücher hier und da stark kritisiert. Doch an der Qualität der Kostüme, am Setdesign oder den Effekten gab es wahrlich nicht viel zu meckern. Und natürlich auch nicht am Cast, an den ganzen Schauspielerinnen und Schauspielern. Das war ebenfalls alles mega für mich. Punkt. Ich würde sagen, keine Spoiler in Sicht, was das Rad der Zeit angeht. Lassen wir das Rad noch mal eine Runde drehen. Los geht's. Die Reise begann im Oktober mit einer einfachen Frage in der Facebook-Gruppe Das Rad der Zeit von Robert Jordan. Ich liebe es. Hallo an alle, fährt jemand von euch zu der Ausstellung nach Prag? Und ich nur, wie, wo, was? Um was geht es eigentlich? Ah ja, die Anzeige ist mir auf Instagram begegnet und auf Facebook habe ich da auch schon was gesehen. Ah ja, okay. Und ich dachte mir, ich bin so verrückt, ich mache es. Lass Flixbus checken, bezahlbar. Lass den Chef fragen, ob er den Dienstplan so gestalten kann, dass es mir möglich sein wird. Würde klappen, geil. Also los, Airbnb organisiert und dann Mitte November, ganz genau 13. November war es dann soweit. Denn die Fashion and Fantasy Ausstellung würde nur bis zum 5. Dezember laufen. Also, einen Tag vor Eröffnung war ich dann da und hatte damit ein bisschen Zeit, mir erstmal Prag anzuschauen. Leute, das war jetzt hier quasi mein erster Besuch in Prag und es wird immer oft erzählt, Prag sei schön. Und wisst ihr was? Es stimmt. Doch nicht nur das, Prag ist auch eine internationale Filmstadt. Kein Wunder also, dass man hier das Rad der Zeit gedreht hat. Ich habe mir auch kurz von außen die Jordan Studios anschauen können. Ja, rein durfte ich nicht. Und ja, ich habe offiziell angefragt, laufende Produktionen anderer Projekte, kein Zutritt. Und auch der Besuch der Barrandov Studios, wo auch das Rad der Zeit gedreht worden ist, ebenfalls keine Besichtigung möglich. Dann wenigstens das kleine Sternenschlüsschen aus der ersten Folge der 2. Staffel. Und dann natürlich die Ausstellung selbst einen Tag später in der Galerie Mannes, direkt an der Moldau. Und ich war nicht nur einmal vor Ort, sondern gleich 3-mal. Ich hatte 5 Übernachtungen. Kurzum, es hat sich gelohnt. Und auch vor Ort Katie vom Portal und vom YouTube-Kanal Dragon Mount, die Wheel of Time-Fans, die kennen sie vielleicht, wirklich aus den USA angereist für diese Ausstellung. Also wirklich Wahnsinn, voll geil, herzlich, war super, sich mit ihr auch auszutauschen dann beim Mittagessen. Doch jetzt erstmal Fokus auf die Kostüme. Diese Kreativität, diese Detailverliebtheit, die Qualität der Materialien, einfach mega cool, diese fantastischen Kostüme aus der Nähe gesehen zu haben.
Und ja, nicht alles, was metallisch aussieht, ist aus Metall, sondern eher hartes Leder, hier und da Kunststoff. Aber man sieht es ja auf dem Fernseher nicht. Es gab halt eben keine Bitte, nicht anfassen Schilder und deswegen habe ich hier und da ein bisschen getoucht. Um die 80 Kostüme, überwiegend aus Staffel 2 und 3. Der Grund vielleicht auch der Wechsel der Kostümdesignerin von Isis Mussenden in der ersten Staffel hin zu Sharon Gillam für Staffel 2 und 3. Es gab ein bisschen Wechsel im Personal nach der ersten hin zur zweiten Staffel, denn durch die Covid-bedingten Unterbrechungen dauerten die Dreharbeiten der ersten Staffel nämlich satte 20 Monate und die schon bessere Staffel 2 circa 10 Monate. Sie hatten zwar hier und da noch Covid-Beschränkungen, aber nicht mehr so viele, deswegen ging es da ein bisschen reibungsloser. Und eben das Interessante, das teilweise neue Team begann seine Arbeit an Staffel 2 bereits in der Zeit, wo noch die finalen Folgen der ersten Staffel gedreht wurden. Ein fliegender Wechsel quasi. Das ist übrigens der Producer der zweiten und der dritten Staffel, Holger Reibiger, der unter anderem die Serie Das Boot betreut hatte. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir hier und da ein paar Dinge hat erzählen können. Aber der Producer der ersten Staffel, David Brown, hatte gesagt, er will nicht die zweite Staffel machen. Und daraufhin haben sie jemanden gesucht. Und dann klingelte das Telefon. Das Telefon von meinem Agenten, die haben den angerufen und gefragt, ob ich verfügbar wäre. Und ein paar Tage später hatte ich ein Interview mit Rafe Judkins und Mariko Kyo. Ein paar Tage später kam die Zusage. Und dann habe ich im Dezember 2020 für Wheel of Time angefangen. Ja, man fängt ja für eine Staffel, auch für eine neue Staffel, also für die zweite Staffel, vom Scratch an. Das heißt, du setzt dich erstmal mit dem Showrunner zusammen und sagst, okay, wie sieht die zweite Staffel aus? Wo geht die Reise hin? Gibt es schon Drehbücher? Gibt es Outlines? Und dann besprechen wir, wo wir drehen sollen. Was war gut an der ersten Staffel? Was war nicht so gut? Was sollten wir verändern? Und dann fängt man an. Ich meine, das geht dabei wie ein neues Team suchen oder das alte Team behalten. Das heißt, man führt Gespräche mit dem alten Team oder sucht neue Leute, HODs. Dann Regisseure müssen gefunden werden. Mehr von interessanten Fakten und Geschichten zu Produktion in einem weiteren Video, denn meine Neugier führte auch zum Gespräch mit dem Producer der ersten Staffel, David Brown, der übrigens unter anderem die Serie Outlander oder auch an Star Wars Episode 1 gearbeitet hat. Doch jetzt möchte ich euch die Kostümdesignerin Sharon Gillam vorstellen. Eine unglaublich herzliche, wundervolle Frau, aufgeschlossen und wirklich begeisternd für ihre Arbeit, für ihr Handwerk. Ich erspare euch mein schlechtes Englisch, das bekommt ihr dann beim David Brown Interview und ich stelle jetzt hier einige Fragen aus dem Off. Zuerst wollte ich wissen, womit ihre Arbeit am Rad der Zeit angefangen hatte und wie der Wechsel zwischen ihr und Isis Mussenden abgelaufen ist. So when I started, they were still finishing season 1 of The Wheel of Time because of COVID. They'd had to keep stopping and starting. So when I started, they were going to be shooting the final scene of season 1 where the Shanshan arrive on the ships. And because the Shanshan, they were going to feature quite heavily in season 2, Rafe asked me if I could design the Shanshan. So that was the first thing that I had to do, was design that army, which was enormous, and that culture. But Isis was really generous, and she was there at the same time as me. We had 2 separate offices and 2 separate costume departments, but we were working together alongside each other. And she very generously gave me lots of information about the costumes that she created, about the worlds that she created, about the actors, their likes and dislikes, and so on. So it was a very comfortable, easy sort of transition from her just handing over to me and then me continuing.
Und Sharon und die Kostümgewerke haben abgeliefert, Leute. Staffel 2 vergrößerte schließlich die Ratte-Zeitwelt visuell und kulturell, Staffel 3 noch mehr. Ich wollte von ihr jetzt wissen, welches der Kostüme für sie die größte Herausforderung war. I think I would say that as I said, the Shongshan was the first thing that I created, the Shongshan army. That was pretty challenging. Lady Suroth's costume, I wanted it to be a real showstopper. I wanted it to be a really dramatic costume and, you know, to sort of show all of the danger of her character and the animal sort of side of it, the insect-like appearance that is written in the books. And her costume was like 3 different departments working together. So there was the cutter who created the costume. Rob Goodwin made the headdress and the shoulders out of leather. And then Lily Bailey and the textiles department did all the printing. And all 3 of them were working together all the time. And the costume probably took like 3 or 4 weeks to create. Or maybe longer actually, because there are all those different elements. Von der Nähe sieht man wirklich die kleinsten Details und Symbole. Wie auf den Rüstungen der Shongshan, da sieht man zum Beispiel die Köpfe der Grolm bzw. Torm mit den 3 Augen. Schade, dass wir diese Wesen nicht und nicht mehr in der Serie zu sehen bekommen. Ja, leider schaffte es die Serie nicht, diese enorme Größe und Epik von Robert Jordans Büchern in der Form einzufangen. Und eine Info am Rande, die Rüstungen der Shongshan werden wohl in einer kommenden Sony-Serie irgendwo zu sehen sein, aber in welcher Form und in welcher Serie, das konnte mir Sharon nicht verraten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir sie entdecken. Und da wir gerade bei Easter-Egg-Symbolen waren, wollte ich von Sharon wissen, ob es noch weitere versteckte Symbole gäbe, die wir als normaler Zuschauer nicht entdeckt haben. Yes, so I've talked before about Moraine's armor that she wears in season 3 for the battle with Lanfear. It's a golden armor, and I wanted something. I love using text in costumes, and I wanted to have something that was written on her costume that is about her belief, her understanding and belief of herself and what she wants to achieve in her life. So I asked Sarah Nakamura for a text from the books, and the text that she gave us was, "It is time and I must do what must be done." And we took this text and we translated into Old Tongue, the text from the books, and then we used that text and we flipped it. So you have the text going in 2 directions, made it into the shape of this bodice, and it's integrated into that costume. So she's actually wearing her belief on her body, but it looks like a decorative piece. It looks like a decorative piece of armor, but there is actually text written in there. Okay, ich gebe zu, ohne diese optische Hilfestellung, die mir Sharon zur Verfügung gestellt hat, ist es nicht zu entdecken. Wie ein magischer Zauber, der in das Kostüm hineingearbeitet wurde. Ein kleiner Fakt, abermals noch am Rande, diese runenartige Schrift der alten Sprache stammt nicht von Robert Jordan. Er hat zwar die Sprache ähnlich wie Tolkien entwickelt, doch nur bezogen auf die Aussprache und das in lateinischer Schrift. Er war ja kein Philologe wie Tolkien, deswegen hat er so ein bisschen reduzierter gestaltet. Es waren schließlich Fans und Comiczeichner, die diese Runen anhand von Beschreibungen von Robert Jordan entworfen haben. Ja, wir Fans haben eben Herzblut und Leidenschaft. Und an dieser Stelle möchte ich das wirklich hervorheben, genauso wie alle, die an der Serie gearbeitet haben. Es war nicht einfach irgendein Job, ne? Das wurde mir auch wirklich von allen Beteiligten bestätigt, die ich sprechen durfte. Es sind Freundschaften entstanden und. Und es freut mich wirklich für alle, dass es so war und sicherlich wie viele noch ist. Ja, die Dreharbeiten haben zusammengeschweißt. Doch neben allen diesen qualitativ hochwertigen und schönen und auch herzlichen Zwischenmenschlichen bleibt meine Fachkritik am Konzept des Erzählerischen mit diesen ordentlichen narrativen Lücken bestehen. Die Serie wurde ja abgesetzt, weil sie
nicht so viele Zuschauer begeistern konnte und somit am Ende zu teuer für Amazon war. Und unter uns, Qualität hat eben ihren Preis. Und meine Analyse zeigte, dass Staffel 3 eigentlich die günstigste war. Also, die Optik der 3. Staffel war absolut mega hochwertig. Ich fragte aber trotzdem neugierig nach, was war eigentlich das teuerste Kostüm? So in season 3, I got some fabrics. I discovered a place in season 3. I discovered a place in Switzerland that creates incredible fabrics, very, very high modern technology, and very beautiful fabrics that cost thousands of euros a meter. And believe it or not, one of the costumes that the costume that Lanfear wears in the battle with Moraine at the end of season 3 is like a silvery jumpsuit. It's an organza fabric that has actual metal in the threads of the fabric. It was very expensive. I can't remember how much it cost a meter, but it was probably like near 1,000 euros a meter. And we had to make 3 because we had to make doubles. And it was very difficult to sew because it had a metal thread in it. And if you didn't sew it in the correct way, the thread opened and you had to start again. So that was a very expensive costume. Ich lobe wirklich die Arbeit dieser Handwerkskunst, dieses Designs, und ich weiß selbst, dass Kreativität ihren Preis hat. Hallo, ich bin Kommunikationsdesigner und ja, ich bin wirklich sauer und enttäuscht, dass die Wheel of Time Serie abgesetzt worden ist. Auch wenn ich sie kritisiert habe, so ist es oft, wenn mir Dinge wichtig sind, ja, dann lege ich eben den Finger in die Wunden. Wenn ich jedoch lese, dass die 4. Staffel von The Witcher 221 Millionen gekostet haben soll, also locker das Doppelte von Wheel of Time, der 3. Staffel, frage ich mich, wohin das Geld geflossen ist. Die Kritik dort gilt jedoch auch nicht im Set- oder Kostümdesign, sondern, naja, wer es gesehen hat, weiß Bescheid. Und apropos Geld und Budget, wir haben das damals lesen können, wie teuer Staffel 1, 2 und 3 von Das Rad der Zeit so waren. Doch stimmen diese Zahlen eigentlich? Über Geld spricht man ja nicht. Und kann ich jetzt auch nicht sagen, wie viel die Staffeln gekostet haben. Manche Zahlen stimmen, manche Zahlen stimmen nicht. Ja, also was teurer? Die 2. Staffel? Zum Beispiel, oder auch die 3. Das kann man ja sehen, wie man will. Ich meine, sie war besser. Ja, Die 2. war besser, die 3. war besser. Verdammt. Vielleicht wird mir das Interview mit dem Producer der 1. Staffel, David Brown, mehr Erleuchtung bringen. Also, du weißt Bescheid, lass ein Abo da und supporte das Video, teile es, Daumen hoch oder dieses Hypen, was ja irgendwie möglich ist. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, Peter, was ist jetzt mit Rev Judkins? Hast du ihn Sachen gefragt? Warum gab es kein Saidin und kein Saida in der Serie in der Form wie in den Büchern? Warum gab es diese und andere Logikfehler? Und ich sag's mal direkt, dazu gab es keine Zeit. Auf dieser für mich spontanen und überraschenden Wiedersehensfeier der Beteiligten an der Serie, da bin ich irgendwie glücklicherweise aus Versehen hineingestolpert. Ja, ich war einfach da zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das Rad hat mich hineingewebt in das Muster. Und es war eben für viele vor Ort das erste Wiedersehen nach der Absetzung der Serie und auch ein Abschied irgendwie, wie es aktuell scheint. Ich habe mich also mit kritischen Fragen komplett zurückgehalten. Doch Rev Judkins hat mir ein Interview zugesichert, genauso wie Björn Landberg, den ich dann in Berlin besuchen werde. Schreibt also unbedingt eure Fragen an die beiden in die Kommentare. Das Rad der Zeit steht als Serie fast still. Rosamund Pike hatte sich auch kürzlich zu diesem Thema geäußert. Und die Save WOT, also Save Wheel of Time Kampagne, läuft weiter. Hier und da kommen noch Stimmen dazu. Und ja, wenn es auch eine kleine Chance für einen Abschluss der Serie geben soll, auch wenn es unwahrscheinlich ist, so müssen wir einfach weiter darüber reden. Und ich tue es gerne, weil ich dadurch auch über die Bücher sprechen kann und natürlich auch über Robert Jordan. Und mein zweiteiliges Video über sein Leben und die Arbeit am Rad der Zeit nimmt Form an, kann sich nur um Wochen handeln.
Doch genießen wir jetzt wirklich zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder von der Ausstellung, die noch bis zum 5. Dezember in Prag laufen wird oder gelaufen ist. Hängt davon ab, wann du das Video siehst. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass daraus noch eine Wanderausstellung werden wird. Vielleicht Paris, Berlin, München, London. Es wäre doch wirklich geil. Doch ihr wisst, das Rad webt, wie das Rad es wünscht. Ich jedenfalls bin sehr dankbar für diese Möglichkeit und auch ein wenig stolz auf mich selbst, einfach mal so eine Reise gemacht zu haben. Ein bisschen verrückt, aber irgendwie geil. Ich sag's einfach mal so an alle, die ich treffen konnte, dann in Prag. Dankeschön. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Peter. Tschüss.